Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Dessert-Video von mir. Heute gibt es wieder ein sehr leckeres No-Bake-Cake-Rezept, also einen Kuchen, den man nicht backen braucht und wozu man auch keinen Pudding kochen muss und den man in 20 bis 30 Minuten herstellen kann. Allerdings muss auch dieser Kuchen dann noch 2 bis 3 Stunden im Kühlschrank stehen, bevor man ihn servieren kann. Wir fangen erstmal mit dem Boden jetzt an für diesen Kuchen. Da werden wir einen ganz knusprigen, leckeren Boden zubereiten. Hier haben wir die Spekulatius. Das waren noch so Kekse, die wir übrig hatten. Die haben aber auch einen eigenen intensiven Geschmack. Deswegen benutze ich den auch für diesen Kuchen. Aber man könnte auch andere Kekse dafür verwenden. Und dann habe ich hier jetzt von diesen Schokokrossis so ein kleines Päckchen genommen. Und das geben wir jetzt zu diesen Spekulatius dazu in eine Gefriertüte. Und dann werden wir mit dem Kartoffelstampfer diese beiden Zutaten in der Gefriertüte gründlich zerstampfen. Und sobald wir das fertig getan haben, alles schön fein zerstampft haben, kommt das Ganze in eine Schüssel. Und dann brauchen wir nur noch ein halbes Päckchen Butter dazu. Ich nehme hier wieder die Bio-Butter, die ist besser, einfach gesünder, ohne Pestizide. Und die werden wir dann schmelzen. Und mit der geschmolzenen Butter werden wir dann diese 3 Zutaten jetzt einfach gründlich vermischen. Nachdem wir dann diese 3 Zutaten gründlich durchgemischt haben, werden die den Boden dieses Kuchens bilden. Und wenn der Kuchen später im Kühlschrank abkühlen wird, wird dieser Boden richtig knusprig werden. Ich möchte euch allerdings empfehlen, für diesen Kuchen eine Glasauflaufform zu benutzen. Das sieht dann später einfach sehr viel schöner fürs Auge aus, weil man dann den Kuchen von der Seite sehen kann. Mit seinen schönen verschiedenen Schichten. Jetzt werden wir die Creme zubereiten für diesen Kuchen. Dazu nehmen wir 600 Milliliter Milch und geben 2 Päckchen Paradiescreme dazu. Also viel mehr Paradiescreme-Pulver natürlich. Da kann man die Geschmacksrichtung benutzen, die man gerne mag. Ich nehme immer gerne die weiße Schokolade. Diese Geschmacksrichtung schmeckt mir am besten. Und dann werden wir das Ganze jetzt erstmal so lange verrühren, bis wir eine richtig schöne Creme erhalten. Das geht ja richtig schnell, das ist das Praktische an der Paradiescreme. Nach kurzem Umrühren haben wir dann hier schon eine richtige Creme. Und zu dieser Creme geben wir jetzt ein ganzes Päckchen Mascarpone, und zwar 500 Gramm. Und werden dann diese Mascarpone, also diese 500 Gramm, mit der Paradiescreme zusammen gründlich mit dem Schneebesen vermischen. Das gibt eine wunderbare Konsistenz und eine sehr leckere Creme, Mashallah. Man sieht hier auch, wie schön die Konsistenz jetzt ist, wie schön es aussieht, und man braucht nichts anderes hinzuzufügen, denn der Geschmack und etwas Zucker ist ja schon in der Paradiescreme und das reicht vollkommen aus, und wir haben ja auch in den Schokokrossis und in den Keksen, die nachher jetzt hier geschichtet werden, schon genug Zucker drin, deswegen geben wir gar keinen Zucker hier dazu. Wir werden jetzt abwechselnd immer etwas von der Creme in die Auflaufform schichten, dann eine Lage von diesen Vollkornbutterkeksen, dann wieder eine Schicht Creme und immer so abwechselnd. Die Vollkornbutterkekse kann man sehr günstig beim Aldi erstehen zum Beispiel, aber auch in jedem anderen Supermarkt, und auch diese Schokokrossis sind fast in jedem Supermarkt zu erstehen. Und auch diese sind sehr günstig zu haben. Das hier ist jetzt die vorletzte Schicht mit dieser herrlichen Creme, bevor wir dann die allerletzte Schicht Butterkekse darüber geben und diese dann zuletzt mit einem Schokoladentopping bestreichen werden. Für das Schokoladentopping werden wir einfach den letzten Rest von dieser leckeren Creme benutzen und dazu 2 Esslöffel Nutella dazugeben, damit wir dann ein schönes Schokoladentopping erhalten, welches wir dann auf die letzte Schicht Kekse streichen werden. Und sobald wir dann dieses leckere Schokotopping fertig über den Keksen verstrichen haben, werden wir dann nochmal eine Portion von diesen Schokokrossis nehmen und die auch nochmal wieder in einem Gefrierbeutel zerstampfen. Und die werden wir dann als Dekoration über diesem Schokotopping verteilen. Und das war's dann auch schon. Ihr seht, wie schnell man diesen herrlichen Kuchen zubereiten kann. Man braucht wirklich nicht viele Zutaten dazu. Eben nur diese Schokokrossis, ein paar Kekse, Mascarpone, Paradiescreme, etwas Milch, und das war's dann auch schon. Und natürlich die geschmolzene Butter. Jetzt kommt der fertige Kuchen einfach in den Kühlschrank und bleibt dort 3 bis 4 Stunden lang stehen, bevor wir ihn dann anschneiden können. Und wie schon vorher gesagt, hätte man ihn jetzt in eine Glasauflaufform geschichtet, dann hätte der ganze Kuchen noch sehr viel schöner ausgesehen. Dann hätte man ihn nämlich von außen sehen können, bevor man ihn angeschnitten hätte. Und zwar hätte man dann diese schönen Schichten von außen schon sehen können.
Nach 3 bis 4 Stunden im Kühlschrank sind die Kekse ganz weich und man hat einen richtigen Kuchen vor sich. Und wenn man sich ein bisschen davon abnimmt, von dem Kuchen, dann merkt man, dass der Boden etwas härter ist als der restliche Kuchen, weil der eben durch die gehärtete Butter und die Schokokrossis eine richtig knusprige Konsistenz bekommen hat. Dieser knusprige Boden zusammen mit der weichen, cremigen Konsistenz der restlichen Kuchenschichten gibt dann diesem Kuchen eine sehr appetitliche Beschaffenheit und einen sehr deliziösen Geschmack, Mashallah. Meine Gäste, für die ich diesen Kuchen zubereitet hatte, waren vollauf begeistert von diesem leckeren Kuchen. Ihr solltet daher dieses Rezept unbedingt auch mal selber ausprobieren. Ihr werdet es auf jeden Fall nicht bereuen. Dann wünsche ich euch gutes Gelingen, viel Erfolg dabei. Vergesst nicht Bismillah zu sagen, wenn ihr ihn dann esst. Und dann sehen wir uns inshallah wieder beim nächsten Video. Liebe Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.